Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit dem Profil Emma. Ich setze das Spiel mal fort. Emma. Und Emma ist ja eine junge Unternehmerin, die hat schon eine Garage gefüllt und arbeitet hier an der zweiten Garage. Sie hat eine Garage in Genf, weil Emma ist Schweizerin. Und da hat sie also 5 Fahrer und 5 Auflieger. Und jetzt hat sie in Bern eine zweite Filiale gegründet mit einem Auflieger und einem LKW und einer Fahrerin. Emma selber als Fahrerin arbeitet als PKF. Sie hat also keinen eigenen LKW, weil sie auf diese Weise ihren ganzen Verdienst quasi in die LKWs hineinstecken kann und keine eigenen Fehler macht und so weiter. Ja, also die erste Garage in Genf bringt also 42% Profit momentan, also 15.000 ungefähr, sagt die Statistik. Und wenn wir uns den Fahrermanager anschauen, da sind also die Leute davon, dann heißt, der bringt 3.000, 2.800, das sind fast 6.000, 9.000, 12.000, 13.000 und ja, also die bringt schon 13.000 hier. Das ist die letzte, die ich in Genf eingestellt habe. Und der hat also auch schon einiges zusammengefahren hier. Sehr schön. Die macht auch mehr Touren, die macht 3 Touren, 4 Touren sogar an einem Tag hier. Also 700.000, 1700, da kommt einiges zusammen. Macht also auch schon fast 2.000 pro Tag. Und die Anita, das ist die neue Frau in Bern, hat 2 Touren bisher, weil ich jetzt noch nicht weitergekommen bin. Ja, wir haben also momentan einen Kontostand 17.000 und wir haben Mittwoch den 21.13 Uhr, also in der Nacht. Also man muss jetzt einen neuen Auftrag machen, weil für Zinsen muss ja auch schon 17.000 bezahlen, das heißt 15.000 Zinsen bezahlen und 17.000 am Konto, dann wird der Kontostand 0. Wir bräuchten also für immer einen guten Auftrag. Zwar bringen die Leute auch noch ein bisschen Geld, aber da haben wir also einen Auftrag für 7.700 von Turku nach Helsinki. Ist nicht so berühmt. Das ist nicht so doll. Wie sieht es hier bei den Fähigkeiten aus? Also bräuchte vielleicht was mit hochwertige Tour. Hochwertige Tour. Da haben wir eine Tour mit hochwertig und Zerbeißstich. Hochwertig und Zerbeißstich und dann noch ein Kombi und eine Standardlieferung. Ja, dann sollte man den mal machen, ja. Dann haben wir 24.000 zusammen. Zwar eine Nachtfahrt, aber was soll's. Da oben geht, in Finnland kann man gut Nachtfahrten machen. In Skandinavien sage ich mal generell, weil die Nacht ist dann nicht so stockdunkel wie bei uns. Also in Polen nachts fahren, da siehst du überhaupt nichts. In England, in Frankreich auch nicht. Das heißt, das ist alles Pottduster und da siehst du nichts im Seitenspiegel, da siehst du überhaupt nichts. Da fährst du blind quasi um die Kurven und man kann dann nichts erkennen. Und in den skandinavischen Ländern geht es einigermaßen, da ist der Himmel etwas heller. Und ja, also ich muss mal den Kopfhörer aufsetzen, damit ich Emma höre. Hallo Emma, how are you? Und dann es fängt an zu regnen. Dann fahren wir mal los hier. Was haben wir da hinten für den dran? Mit 2 Achsen oder mit 3 Achsen? Das ist ein langer. Das ist ein ganz langer wieder. Ein gefährlicher langer.
Gibt ja so gefährliche lange und nicht so lange und Links abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. okay, haben wir. Demnächst rechts abbiegen. Und dann biegen wir den nächsten rechts ab. Biege nach rechts ab. Gut. Also, auf nach Helsinki. Wieder in Turku. Von dieser Strecke bin ich schon sehr oft gefahren. Eine bekannte Strecke. Wir haben 21 Uhr. Dann werde ich Demnächst rechts abbiegen. am Tag dort ankommen. In Helsinki. Biege nach rechts ab. Und ja, ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, ob da einer kommt. Hätte ich machen sollen. Das hätte ich machen sollen. Jetzt wird es aber immer dunkel, oder wie? Hier muss ich jetzt gleich rechts fahren. Immer geradeaus. Ne, hier noch nicht die nächste. Die nächste. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Ja, da standen jetzt zwei Pöller. Die habe ich gerade noch so gesehen. Ich habe es aber nicht gestreift mit dem Anhänger, glaube ich. Und jetzt hier bleiben und gleich runter. Bitte links halten. Links halten. Ich dachte rechts halten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay. Ja. Also wieder nach Naantali jetzt zur Fähre. Dann übersetzen nach Schweden und dann in Schweden am Tag weiterfahren. Bitte links halten. Okay, halt mal links. Da geht die Sonne unter. Im Spiegel. Okay, halt mal sonst links. Wie sieht es aus mit der Geschwindigkeit? Halte ich heute gut. Ich habe jetzt die Warnung eingeschaltet. Ja, das ist also die erste Tour für Emma, für morgen schon. Für heute haben wir schon alles geschafft. Haben wir gestern gemacht. Das ist also die erste Tour. Achtung, achten Sie auf die Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. danke, Helga. Jetzt haben wir schon wieder 70. Jetzt haben wir 80. Und da war nur so eine Ortschaft, waren nur so 2, 3 Gebäude und ja. Also Demnächst links abbiegen. noch ein Stück weiter fahren. Da hinten links abbiegen. Und dann biegen wir mal hier links ab. Biege nach links ab. Ja. Und
Ich musste sehen, dass ich mit dem langen Vehikel hier, mit dem langen Auflieger, mit dem zweiten langen Auflieger hinten, dass ich da die Kurven gut ausfahre. Aber da gibt es trotzdem eine. Und jetzt kann ich hier rüberfahren, ja. Frei. Ja, es gibt trotzdem eine Abfahrt, die macht mir Probleme. Die macht mir immer Probleme mit dem langen Anhänger hinten dran, mit dem zweiten. Und, Achtung, achten Sie auf die ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. danke, Helga. Das habe ich jetzt schon wieder. Ja, also das ist immer die Schwierigkeit, dass ich dann zu schnell fahre, bin ich am Erzählen, am Träumen und dann rase ich irgendwo rein. Achtung, achten Sie Schon auf die wieder zu schnell. War ich schon Geschwindigkeitsbegrenzung. bei 70. Weil das wird dann mit der Zeit auch zu teuer. Und da 700, 400, 600 Euro bezahlst, da bleibt ja von dem Verdienst nicht mehr viel über. Denkt sich so immer. Oder beziehungsweise denkt Klaus im Sinne von immer. Ja. Jetzt können wir also wieder ein bisschen schneller fahren. Den können wir mal ausmachen hier. Den Scheibenwischer. Und ja, also heute habe ich zum Thema Corona wieder mich informiert. Und zwar, Achtung, achten Sie auf die ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. gut, danke, Helga. Und zwar habe ich dann den Drosten gehört, den NDR-Podcast mit der Henning, so eine Wissenschaftsreporterin vom NDR. Die macht also, da habe ich jetzt den Nummer 42 gehört und 40 und 39 glaube ich auch. 41, 40, 42, 41 und 40. Und mir Achtung, achten Sie auf die ja, danke, Geschwindigkeitsbegrenzung. Helga. Mir schwant so langsam, dass ich da doch ziemlich falsch liege. Also, ich habe keine Ahnung von Viren, wie auch die anderen Menschen hier in dem Land auch. Das heißt, wir haben keine Ahnung und wir müssen Zumutungen ertragen und wir werden durch die Medien ja, in Angst und Schrecken versetzt und dagegen wehrt man sich. Dann gibt es noch Widersprüche in den Zahlen und so weiter oder in der Argumentation. Und dann erscheint einem das Ganze hier so als eine Art Verschwörung. Da kommt Geld rein, von wem? 1000 Euro vom Maus. Sehr gut, Maus. Nochmal. Der ist auch ein Level aufgestiegen. Jetzt haben wir 22.000, also schon. Gerade hatten wir 17.000. Wo kommt denn das viele Geld her? Da habe ich einen übersehen. Okay. 22.000, dann habe ich mit meinen 7.000 komme ich dann fast auf 30.000. Abzüglich der Zinsen 15.000 nehme ich mal an. Ja. Ja, also ich bin mir meiner Inkompetenz schon bewusst, aber ich versuche mich zu orientieren. Da kommt die 7F. Hat keinen Anschlussauftrag gefunden, okay, kann passieren. Und Links halten und dann links abbiegen. wo fahre ich denn jetzt Biege hin? nach links ab. Ich sollte doch so langsam mal in die Fähre zur Fähre kommen.
Na, Nathalie. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Was wird da hinten angezeigt? Immer geradeaus. Ach, das geht nach Helsinki. Ich bin schon in Helsinki. Ich fahre von Turku nach Helsinki, nicht nach Stockholm. Okay, ich bin am Schlafen hier. Okay. Achtung, achten Sie auf die Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. danke, ja. Du nervst langsam. Also, dann habe ich heute erfahren, dass es einen Dunning-Kruger-Effekt gibt, dass man also als dummer, inkompetenter Mensch, und ich sage mal in Sachen Virus Corona sind wir ja alle dumm, Demnächst links abbiegen. dass wir das dann gar nicht merken, wie dumm wir sind und dass wir das Ausmaß der eigenen Dummheit gar Biege nicht nach links ab. erfassen können. Das war schon wieder ein starker Tobak für mich heute. Also, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt Wir meint, sind fertig. okay, ich auch. Okay, packen wir jetzt mal. Bestätigen wir das. Okay, dann bekommen wir schon mal 7.700 € fortfahren und damit haben wir 29.000. Okay. Und wie viel haben wir jetzt? Nur 34 haben wir. Können wir noch eine Tour machen in der Nacht? Machen wir noch einen Auftrag hier? Bekomme ich noch einen Auftrag heute? Was bekomme ich an Aufträgen nochmal? Nochmal da mal einen schönen von Helsinki nach Turku wieder zurück für 9.298. Den nehmen wir auch mit. Das wäre schon mal 40.000. 10.000 ist ein guter Lohn. Also rechts runter muss ich. Rechts runter. Was haben wir wieder? Ein Volvo, einen schönen. Okay. Dann machen wir mal Licht an, Standlicht, Ampellicht und das. Fahrt vorsichtig. Und was fahre ich hinten für ein Gerät hier? Hier ein Auflieger, kurzen oder kleinen Auflieger hinten dran. Okay. Jetzt fahre ich also von Helsinki wieder zurück nach Turku. Jetzt muss ich jetzt mal links fahren, ne? Erstmal links fahren. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Okay. Jetzt Biege nach rechts ab. biegen wir nach rechts ab. Immer geradeaus. Und dann Okay. links abbiegen. Hier jetzt hier. Biege nach Ja. links ab. Ich komme gar nicht dazu, hier den Blinker zu setzen. So hält er mich hier in Atem, der Simulator. Also, zweite Fahrt heute, wieder von Helsinki zurück. Und Achtung, achten Sie auf die ja, danke. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich komme gar nicht dazu, hier mal Am loszufahren. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Ja, machen wir. Das war vor.
Okay, viel Verkehr hier. Also wir fahren jetzt nach Turku von Helsinki aus. Achtung, achten Sie auf die Was denn schon wieder? Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich komme hier gar nicht zum Fahren. Du nervst, Helga. Ich komme aus der Stadt raus, will Gas geben und dann kommt das. Das nervt. Links halten und dann links abbiegen. Ja, das nervt auch. Ich möchte gerade losfahren, gerade die Biege nach Strecke. links ab. Und dann kommt da und abbiegen, da nach links, nach rechts und so. Das nervt auch. Jetzt sind wir also auf der Autobahn. Okay, kommen wir um die Ecke, ja. Also, mal wieder Slalom hier. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Da kennen wir doch schon. Immer dieselben Nimm die Spielchen. Ausfahrt rechts. Immer dieselben Spielchen hier. Ich möchte Gas geben, auf gerade der Strecke und dann kommt sowas. Dann kann ich jetzt mal 1000-mal im Block fahren, links, rechts und so. Das nervt. Oder bin ich genervt oder? Hier sind wir jetzt hier also. Jetzt haben wir also auf der Autobahn. Okay. Haben wir jetzt Ruhe erstmal oder? Ich hoffe doch. Achtung, achten Sie auf die Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. genau. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Siehst du? Ich habe hier keine Minute Pause. Ich muss andauernd hier irgendwas machen. Nimm die Ausfahrt rechts. Entweder Geschwindigkeit oder links, rechts. Es nervt. Das ist eine Stresstour. Also fahren wir jetzt einfach mal 60. Da kennst du uns mal. Und ja, also das hätten wir geschafft. Jetzt sind wir also hier. Da können wir jetzt hier rüberfahren. Da hinten dranhängen. Machen wir das. Also auf nach Turku. Umgekehrte Richtung. Zweite Tour für heute in der Finanz. Wir haben jetzt 28.000 und dann komme ich auf 38.000 quasi. Und für die zweite Tour machen wir vielleicht noch eine dritte und eine vierte Tour. Und ja. Also ich mache dann auch 4 Touren am Tag von den kleinen Touren, von den Kurztouren. 4 kurze Touren sind ja vielleicht so viel wie die 2 oder 3 lange Touren. Achtung, achten Sie auf die Ja, ist gut, ne. Geschwindigkeitsbegrenzung. Geh mir nicht um den Nerv, Helga. Okay. Vor allen Dingen dann, wenn ich gerade was erzählen will, in Gedanken, dann quatscht Helga mir dazwischen mit der Geschwindigkeit, weil ich jetzt beim Quatschen dann quasi den Fuß immer weiter durchdrücke. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber es ist so. Ja, also ich leide am Dunning-Kruger-Effekt. Ich habe keine Ahnung von Corona, ich habe keine Ahnung von Viren. Ich meine jetzt auch nicht da irgendwas von zu erzählen, aber ich erzähle dann das, was ich so aufschnappe und orientiere mich an Leuten, die auch keine Ahnung haben. Und das ist natürlich fatal.
Aber ich kann auch gar nicht beurteilen, wer jetzt der wirkliche Experte ist hier. Was haben wir jetzt da? Was war jetzt wieder? Was habe ich jetzt gemacht? War keine Meldung, die konnte ich aber nicht lesen, weil es geht so schnell hier. Wieder irgendwie ein Knöllchen bezahlt wahrscheinlich. Oder? 28.000, 29.000 haben wir immer noch. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ist gut, danke, ja. Du gehst auf den Nerv. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ne? Und wenn ich dann die Geschwindigkeit einjustiert habe, dann hat sich das schon wieder geändert. Dann kann ich schon wieder hochsteuern. Ja, also am Dunning-Kruger-Effekt leide ich also. Also ich bin inkompetent. Achtung, achten Sie auf die Ja, ich weiß das Geschwindigkeitsbegrenzung. doch. Ich bin also inkompetent und in Sachen Viren und orientiere mich an Rechts Inkompetenten. halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das ist das Problem. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, Demnächst rechts abbiegen. ja, ich weiß ja. Biege nach rechts ab. Ist das sonst hier frei? Ja. Dann fahren wir hier rüber. Ja. Wie viel Uhr haben wir? 3 Uhr haben wir. Sind wir von Turku entfernt? 75 Kilometer Achtung, noch. achten Sie auf die Ja, ist gut. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, du nervst. Ich schalte dich gleich ab. Ich schalte dich gleich ab. Und ja, also am Kruger-Dunning-Effekt, am Dunning-Kruger-Effekt leide ich also. Und orientiere mich dabei dann dummerweise auch an Leuten, die ebenfalls daran leiden. Weil ich jetzt quasi auch gar nicht die Qualität von Nicht-Qualität unterscheiden kann. Bitte links halten. Ah, da geht's nach Turku, ja. Und ich weiß auch gar nicht, wer jetzt da wirklich ein Spitzenforscher ist und wer nicht. Und jeder, der einen Professortitel hat, der zieht mich da durch den Kakao. Und der behauptet dann, er hätte auch Ahnung und betätigt sich dann als Hochstapler. Es gibt so, dass da sogar Ärzte dabei sind, die keine Ahnung haben von Viren, vom Virus und die aber dann trotzdem mir erzählen, dass das Unsinn ist. Jetzt habe ich das mal erkannt, hier, dass ich zu schnell bin. Jetzt fahre ich hier in die Stadt rein. Muss ich links Links fahren? halten und dann links abbiegen. Okay, da geht's nach Turku. Biege nach links ab. Ja,
Ja, was hätte ich anders machen können? Ich war geschockt von den Ereignissen und dann war ich genervt von den Medien. Zuerst habe ich die Medien verschlungen, alle Sondersendungen gesehen und dann erschien mir das dann doch ein bisschen zu fad, die Angstmacherei und so. Und dann habe ich nach Rechts halten und dann Alternativen rechts gesucht abbiegen. und bei den Alternativen kam ich dann zu dem Bodak und dem Bacardi. Biege nach rechts ab. Und dass das jetzt keine ultimativen Experten waren, war mir natürlich schon klar, aber ich hätte dann doch die Meinung, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr Ahnung hätten wie ich. Und das war nicht dumm. Also man muss sich auch in der Expertokratie jetzt mal dazu echt finden. Weil in der Krise schreien alle, dass sie Experten seien und dass sie kompetent seien und dass die anderen, dass die Experten, dass die Regierung einen Fehler gemacht hat und so weiter. Dann muss ich dann auch gleich links rüberfahren. Immer geradeaus. Dann machen wir das. Okay. Links halten und dann links abbiegen. Wir sind jetzt gleich da. Biege nach links ab. Damit haben wir also heute schon 17.000 Euro verdient. 10.000 jetzt, 7.000 vorhin. Ging gerade das Licht hier aus. Demnächst rechts abbiegen. Ah, jawohl. Hier jetzt wie? Biege nach rechts ab. Hier rein, genau. Bei Renault. Wir sind heile angekommen. Okay. Und der kommt da jetzt hin. Wollen wir den jetzt mal bestätigen bei denen. Ausgezeichnet. 9.200 haben wir. Okay, fortfahren. Damit sind wir bei 38.000. Ja, okay Leute. Ich muss jetzt mal das Video hochladen und dann komme ich wieder.